Ich habe im April 85 habe ich angefangen. Mein Sitz war in der Abteilung für Organisation und Massen. DORMA nannte sich das, Departamento de la Organización de las Masas. Meine Aufgabe war, oder die ich übernommen habe, war, die FSNN beim Aufbau und beim Organisieren ihrer Organisationsstrukturen zu helfen. Die FSLN war ja keine Partei. Die FSLN war eine politisch-militärische Organisation. Sie hat sich als Guerilla-Organisation 1961 gegründet, hat dann bis 1969, als sie ihr historisches Programm beschloss, hat sie sich als eine politisch-militärische Organisation entwickelt, hat ihr Programm beschlossen, das ein politisches dann schon gewesen ist. Sie hat also in dem Zeitraum von 61 bis 69 hat sie nicht mehr nur militärische Aktionen gegen die Somoza-Garde durchgeführt, sondern sie hat auch angefangen, Zellen zu bilden, sandinistische Komitees in den Barrios der Städte und in den Dörfern, auch in Betrieben zum Teil, auf den Supermärkten. Der Mercado Oriental in Managua war ein Nest der FSLN. Es ist ein berüchtigter Markt, ein verrufener Markt auch zum Teil. Sehr kriminell geht es dazu, aber dort hatte die FSLN eine Untergrundzelle. Also überall dort, wo man Aufmüpfigkeit organisieren konnte und so. Und wo man also nicht nur mit Waffen, sondern eben mit Protest und mit anderen Dingen handeln konnte. Dort hatte sie dann also, wie gesagt, Zellen gegründet und hat mit der politischen Arbeit begonnen. Und sie hat sich dann im Programm 69 als eine politisch-militärische Organisation definiert, deren Ziel ist, die Somoza-Diktatur zu stürzen und ein neues Nicaragua aufzubauen. So, und die Aufgabe hatte sie dann, wie gesagt, 79 kam die Aufgabe auf sie zu. Sie wollte sie zuerst im Verein mit anderen Parteien und Strömungen oder Bewegungen lösen. Es waren auch bürgerliche Kräfte und so. In der ersten Regierungsjunta waren auch bürgerliche Vertreter, die in ihren Protestbewegungen gegen Somoza gearbeitet haben. Also die politische Opposition gegen Somoza. Solche Vertreter waren in der Regierungsjunta, die sind aber 80 dann ausgeschieden oder ausgetreten, weil eben die Umgestaltung, sie wollten ein Reformprogramm. Und solange das Reformprogramm sich nur auf die Alphabetisierungskampagne, auf die Organisierung des Gesundheitswesens, auf die Enteignung Somozas und die Verteilung des Eigentums Somozas bezog, ging das noch. Aber als dann die Frage auftauchte, wer kriegt das Somoza-Eigentum? Das wollten ja dann die Leute von COSEP und so weiter, also von den Bürgerlichen, von den Haciendas und so, Hacienda-Besitzern, die wollten ja das Eigentum dann haben. Die wollten ja nicht, dass das Volksgüter werden oder dass das an landarme Bauern übergeben wird und so. Das wollte aber die FSLN. Und da setzte dann 1980 der Streit ein und die bürgerlichen Kräfte haben die Junta verlassen. Und dann waren die FSLN mit ihren Verbündeten waren dann allein. Und sie haben dann einen Staatsrat eingesetzt, der hat dann wieder mehr Leute umfasst und der hat regiert. Es gab kein Parlament und das gab es alles noch nicht. Das gab es dann erst ab 1984. Da wurde die Nationalversammlung für Präsident gelegt. Und in diese Situation, nach der Wahl, in diese Situation hinein bin ich Berater dann geworden. Die FSLN stand dann 80 vor der Aufgabe, als die bürgerlichen Kräfte die Junta verließen, wie regieren wir jetzt? Sie hatte keine Erfahrung, wie regiert wird. Und sie war eine
nochmal politisch-militärische Organisation. Und auf einmal musste sie kadermäßig, musste die Regierung besetzen, sie musste die Verteidigung garantieren und sie musste sich um die politische Arbeit kümmern. Also sie musste auch eine politische Organisation aufbauen. Dazu musste sie aber ihre Kader verwenden. Also das waren immer das nannte sich dann Reorganisation. Sie musste ihre eigentliche Grundstruktur musste sie trennen. Sie musste herauslösen Kader für die Regierungsstruktur, für die politische Struktur und für die Verteidigungsstruktur. Für die Verteidigungsstruktur war das kein Problem. Die da gekämpft hatten und siegreich einzogen, die Bilder und die Filme, die es da gibt, also, die sind natürlich gerne in der Armee und dann bei der Polizei geblieben. Ne? Viel komplizierter war das, die Kader herauszulösen, die in die Regierung sollten und die in die politische Organisation gehen sollten. Und diese Strecke, die politische Organisation, Herauslösen der Kader und Aufbau der Politik, das war unsere Aufgabe, die ich dann übernommen habe. Die wurde ja von zweien schon vorher schon gemacht. Die haben die begonnen. Ne? Wir waren ja mehrere Berater, wir waren 3 Berater. Dann einer für Agitation und Propaganda. Der saß in der Abteilung für Agitation und Propaganda der FSN. Und ein Wirtschaftsberater, der saß bei der Plankommission der Regierung. Und ich war auch Leiter dieser Beratergruppe. Später kam dann noch ein Berater dazu, der im Landwirtschaftsministerium beriet. Der gehörte dann auch zur Beratergruppe. Und es kam auch ein Berater von der Staatsbank der DDR hinzu, der gehörte auch dann mit zur Gruppe. Ich habe dann auch aufgehört, meine Vorgänger, die waren immer scharf darauf, mit dem Kommandanten zu reden. Ich war nicht mehr scharf darauf. Ich wusste genau, wenn ich Vorschläge hatte, wir haben nichts in die Verfassung hineingeschrieben, sondern wir haben Vorschläge gemacht oder ihnen Hinweise gegeben. Oder ich habe das auch gerne gemacht, sie hingeführt mit Fragen. Wie siehst du das? Und wäre das nicht günstiger? Oder hast du dabei das bedacht? Und also ich habe mehr Wert darauf gelegt, dass sie selber darauf kommen. Und wenn wir dann zu einem guten Ergebnis gekommen sind, und die haben sich gefreut, das haben die in der Arbeitsberatung beim Kommandanten, haben die das dann als ihr Ergebnis verkauft. Die haben doch nicht gesagt, der Berater hat uns das gesagt. So, das hat mir nicht wehgetan. Ich war ja froh, wenn meine Gedanken beim Kommandanten gelandet sind. Und sie sind über die Abteilungsleiter ja viel besser gelandet, als wenn ich ihm das gesagt hätte. Denn da wäre immer der fremde Tetsch dabei gewesen. Also ich konnte schon darüber reden, also wie die antifaschistisch-demokratische Umgestaltungsperiode abgelaufen ist und was da alles passiert ist, so, davon konnte ich ja erzählen. Mehr musste ich nicht tun. Das haben die verstanden. Wenn ich ihm gesagt habe, wie das angefangen hat mit der LBG-Bildung und was weiß ich nicht alles, das haben die verstanden. Ich habe das vorhin schon mal erzählt, ne, wie hier in Dörfern. Das ist ja nicht so gegangen, dass überall die Häscher hier in der DDR rumliefen am LBG. Die meisten sind ja aus eigenen Stücken gegangen. Nur der Rest eben dann nicht. Ne. So, das brauchte ich ihm bloß erzählen. Da haben die hingehört und haben gesagt, aha, so haben die. Der Kommandant, ich war mit dem Kommandanten Bluefels, da fiel es schlicht aus, war Stromabschaltung. Sagt der Kommandant zu mir, siehst du mal, wie das mit dem Strom abschaut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kenne das. In Anfangsjahren hatten wir viel Stromanstaltung. Sagt er, und was habt ihr gemacht? Ich sage, wir haben so lange gearbeitet, bis wieder Strom da war. Da hat er gesagt, viel Rinse. Antrag Brando. Und das hat er dann als Anekdote dann manchmal sogar auf Konferenzen erzählt. Der hat gesagt, die haben so lange gearbeitet, bis Strom wieder da war. Also solcher Art ist das schon gewesen. Ne? Das war
es waren keine wissenschaftlichen Konferenzen, sondern ich habe ihnen gesagt, wie wir das gemacht haben, wie wir es gelöst haben. Ich habe ihnen nie gesagt, ihr müsst es auch so machen. Ich habe gesagt, wie wir es gelöst haben. So. Und wenn sie gefragt haben, wer hat das gemacht, konnte ich auch immer beantworten. Wer dahinter stand, welche Organisation, die Partei oder der Staat, konnte man ja beantworten. Das ist doch nicht schwierig. So, wer das kannte, konnte das. Und das hat ihn eingeleuchtet. Ne? Und ihr Leben kennt die viel besser. Da musste ich nicht sagen, ihr müsst das so und so sehen. Das ist doch Quatsch.